Herzlich willkommen an diesem sehr stark verregneten und windigen 23.11.2023 zum Twin Mirror Stream. Ja, man merkt es vielleicht, ich habe jetzt schon viel bessere Laune. Am Dienstag beim Diablo 3 Stream hatte ich nicht ganz so gute Laune, hatte nichts mit dem Stream an sich zu tun, sondern mit dem Tag an sich, den ich hatte, meinem Arbeitstag und so weiter und so fort. Deswegen war meine Laune nicht ganz so gut gewesen. Das merkt man auch im Stream, wie ich finde. Nichtsdestotrotz, heute habe ich definitiv bessere Laune. Ja, ich mache es mal wie immer. Die Verlinkung, dass jeder weiß, dieser Mann ist online. Und den äh, Chat habe ich wie immer per Handy heute mal wieder auf. Ich denke mal, nächste Woche geht es dann auch weiter mit Laptop. Da habe ich den Laptop dann wieder zu meiner Linken und kann dann jederzeit sehen, was er dann so Schönes schreibt. Aber das kann ich auch hier. Ich habe, wie gesagt, mein Handy direkt vor mir und zwischendurch gucke ich heute mal wieder nach unten. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen dunkel, aber ich hoffe, man sieht mich dann trotzdem noch halbwegs gut. Ähm, ja, wie gesagt, es lief halt am Dienstag nicht sehr gut für mich. Ist nicht weiter bewegend, ist nichts weiter Schlimmes, aber ich hatte halt nicht so die Laune am Dienstag. Aber heute ist es definitiv besser und heute Abend wollen wir Twin Mirror weiterspielen. Letztes Mal war es ja so gewesen, wir sind in unsere Heimatstadt zurückgekehrt, weil ein Bekannter von uns gestorben ist, beziehungsweise nicht ein Bekannter, sondern sogar unser bester Freund ist gestorben. Und wir wollen natürlich so aufgrund dessen, dass seine Tochter meinte, ich glaube, der Tod ist nicht ganz so natürlich passiert, beziehungsweise er ist durch einen Unfall gestorben und das war nicht einfach nur ein Unfall, es muss irgendwas passiert sein, meinte die Tochter von unserem besten Freund zu uns und bat uns, dass wir doch, Entschuldigung, und bat uns darum, dass wir ja ähm, Nachforschungen anstellen, wie ihr Vater beziehungsweise unser bester Freund wirklich zu Tode gekommen ist. Ja, und das ist quasi so die Ausgangssituation. Es gab einen Filmriss, den unsere Figur hatte, und jetzt müssen wir herausfinden, was passiert ist bei diesem Filmriss, beziehungsweise, ja, wir haben uns eine Barprügelei geleistet und unser, ich sag mal, Gegner der Prügelei ist plötzlich verschwunden und den suchen wir und wollen herausfinden, was ist während des Filmrisses passiert. Das ist die kurze Zusammenfassung von dem, was letztes Mal passiert ist bei Twin Mirror. Wir wollen aber hier nicht mehr große Worte verlieren oder viele Worte verlieren, sondern einfach mal das Spiel starten. Ich hoffe, man hört mich laut und deutlich. Ich hoffe, die Soundqualität ist gut. Und ja, wir haben uns letztens durch dieses beschauliche Örtchen durchgefragt mit mehr oder weniger interessanten Passanten, Bekannten von uns, ehemaligen Bekannten von uns, ja, und sogar einer Verflossenen, die interessanterweise, nachdem sie mit uns zusammen war, mit unserem besten Freund zusammengekommen ist. Wuhu, sowas braucht man. Ja, wollen wir doch mal schauen, wo der Kollege namens Dennis denn eigentlich ist. Wir vermuten, dass er sich im Büro befindet, der örtlichen Tageszeitung. Ähm, Hoffen wir mal das Beste. Wir haben jetzt schon jeden gefragt, wo er sein könnte. Wir vermuten, es könnte, wie gesagt, der Arbeitsplatz sein. Ja, wenn ich zwischendurch noch ein bisschen husten sollte, das tut mir sehr leid. Ich war aber letzte Woche krank gewesen, hatte eine Erkältung und trage das noch ein bisschen mit mir rum, beziehungsweise ich hatte sogar tatsächlich das erste Mal nach 3 Jahren Corona. Ähm, Warum auch immer. Aber ich hatte es nun mal, aber mir geht es jetzt besser, bis auf den Husten halt noch. Aber das soll mich jetzt auch nicht aufhalten. Die Laune ist wie gesagt wieder da, beziehungsweise ist gut. Und wir schauen uns mal genauer um. Also bisher ist hier tote Hose. Ich glaube, es ist auch ein Sonntag. Ich glaube, hier arbeiten nicht wirklich Leute. Ähm, ein komisches Bergmann. Oh. Dennis. Oh. Dennis. What happened? Who? Ja. Das fragen wir uns alle. Is that how I got blood on me? Did I? Ich weiß nicht, was du getan hast. Also, das ist ja die Frage. Was haben wir getan? Say it.
Son of a... You can do this, Sam. When you focus, you can think through any problem. Sam, no, don't think about that. Don't let it in. Focus on me, Sam. Drück die falsche Taste. Keep going. You got this. Don't give up, Sam. You almost have it. Ja, ich hoff's. Komm mal näher. Sehr gut. This is Dennis's office. There must be some clues around. Ich gehe davon aus. Sam, keep it together. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Chest wound. What kind of weapon did this? Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? Ja, wo geht die Kugel durch, ne? The blood got all over the wall here. Ja, da oben The stimmt. bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. Ja, wo haben sie die meistens? Irgendwo in der Schublade haben sie doch, There's nothing useful in those drawers. safe zu sein, There's this oder? gun on him at the wake. None of these notes are helpful. I should stay Ja, focused on where the bullet went. Blood sprayed on the desk from the injury, but I need more to go on. The chair is pretty far away from the desk. Ey Leute, ernsthaft, was soll das denn? Wo hat er die Waffe? Chest wound. What kind of weapon did this? Ja. So, schauen wir uns das nochmal an. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? Da ist die Kugel, ja. The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. Holster, da ist der Holster. His gun is gone. He had it earlier. Where did it go? The shooter you... Sam, stop it. Come back to reality. But I... You didn't do anything. Dennis was already dead when you arrived. Can't you see? Dennis was shot, and you don't even own a gun. How could you have done it? Ja, aber dann wurde anscheinend mit seiner Waffe erschossen. Was move his body, which is how your shirt got stained. Think about it, Sam. Calm down and think. You're right. I can see it. I have the complete picture now. Ja? Tatsächlich? Sehe ich zwar nicht so, aber okay.
Also wir können zumindest schon mal ausschließen, wir sind nicht der Mörder, weil wenn Dennis uns gesehen hätte, er hätte nicht so reagiert. Er hätte uns erstens nicht die Knarre gegeben und zweitens wäre er sauer gewesen. Weil er konnte uns überhaupt nicht ab, der Typ. Also können wir nicht der Mörder sein, er hätte so nicht reagiert. So viel ist klar. Ja, also wir sind nicht der Mörder, aber jetzt müssen wir natürlich herausfinden, wer ist der Mörder? Wer hat Dennis auf dem Gewissen? Also ich kann es verstehen, das war ein Arschloch, aber trotzdem. The blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Ja. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. Yep. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. Die Mails vielleicht mal prüfen. I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis's computer is still signed in. Seems like a good place to start. Okay. Es sollte an Mary Gardner gehen. Und Frank Gardner. Wer heute spät nach Hause kommt, tut mir leid, ich muss ein Arschloch die Welt erklären. Ich werde nicht wach sein, um Frühstück zu machen, aber da sind ein paar Waffeln im Gefrierfach. Und das muss. Okay. Ich wollte irgendwas Besonderes schreiben. Ah. Ich kann nichts bewegen. Also, doch. Also, das hier kann ich bewegen, aber ich kann nicht irgendwie. Ich kann nicht irgendwie was irgendwie groß auswählen. Außer halt das, was das Spiel mir vorgibt. Posteingang, ja. Ah, dringend. Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. Von Nick. Ja, Nick ist unser bester Freund gewesen. Der starb bei einem Autounfall. Someone was watching. Ich hätte nicht gedacht, nochmal von dir zu hören. Wenn du reden willst, dann höre ich gern zu. Wir können uns morgen treffen. Ja, okay. Das andere war gewesen Neugier. Hey Walt, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, ich habe beschlossen, die Geschichte ruhen zu lassen. Wie es scheint, bin ich letztendlich doch in der Sackgasse geraten. Nächstes Mal habe ich hoffentlich mehr Glück. Lieber Nicholas, ich hoffe, du hattest eine gute Reise. Du hattest letzte Woche erwähnt, dass du einer großen Geschichte auf der Spur bist. Ich fürchte, hier bei uns gibt es bisher nur Belangloses. Ich hatte gehofft, dass du mir, alter Eule, vielleicht erzählen magst, was du im Ärmel hast. Naja, war ja anscheinend jetzt gewesen. Ja? Also, du bist echt mit den wenigsten Hinweisen zufrieden, kann es sein? He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office. Das ist ein Kuhkampf. Was für eine große Verschwörung könnte denn da sein? Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. There's a lot of junk in here, but none of it is useful to me. You didn't deserve this. No one deserves this. Wo sitzt denn Walt? Ist das Walts Büro? Ich meine, Walt war der Chef da, glaube ich, gewesen. Ja, was hier? Ja, Walters Namensschild. There might be something around here that hints at Walter's password. Ja, ich will hier weg, Leute. Ja. Ach so.
My Mein heart's desire. Herzenswunsch. It could mean a person, but also a place. Ugh. My heart's desire. Walter wasn't Okay, mein tech savvy. He just Herzenswunsch. uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. His granddad rock a thing? If so, Walter and Anna are both into it. Gemäß dem Wunsch ihrer Mutter freue ich mich, mitteilen zu dürfen, dass sich ihre Mutter auf dem Weg zur vollständigen Genesung befindet. Nach einer gründlichen medizinischen Untersuchung ist sie nun imstande, unsere Obhut zu verlassen. Gemäß meiner Empfehlung wird sich Mrs. Judith in Kürze auf den Weg nach Costa Rica begeben. Das wärmere Klima wird ihr helfen, zu ihrer früheren Stärke zurückzufinden. Sollten Sie weiteren Klärungsbedarf haben, so zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. PS, Ihre Mutter bat mich außerdem, Sie daran zu erinnern, dass Ihre eigene Kontrolluntersuchung bei Dr. Chavez schon lange überfällig ist. Mit freundlichen Grüßen Dr. Lastufka. Oh, ist das ein Hinweis? Ist das ein Hinweis? Postkarten? Könnte ja die Katze Brenda sein, looked ne? happy a day in her life. Been Walter's cat for years. Maybe he set her name as his password. Ja, Versuch ist es wert, ne? Schön, dass du da bist. Versuchen wir es mal. Entschuldigung. That's not it. I have to Das keep ist ja looking. ein Herzenswunsch. Nee, das ist es ja nicht. That's not it. I have to keep looking. Sein Walter had his Lieblingsartikel. article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and Ja, soul. ich merke schon, ne? Ich muss das Licht hier theoretisch mal ein bisschen ändern. Ich kann jetzt leider nicht aufstehen aus einem bestimmten Grund. Ich versuche es trotzdem gleich mal hier ein bisschen heller zu machen. Ein Moment, ich mache mal ganz kurz die Kamera einmal aus. Und dann geht's gleich weiter. Nein, 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 nein. Ich mache sie jetzt ein bisschen heller. Einen Moment. Das sollte kein Problem sein. Einmal ganz kurz die Kamera zu verschieben. Ich glaube, die ist jetzt eh einmal kurz weg. Ich beeile mich. So, ist es jetzt besser? Kann man mich jetzt wieder gut sehen? Ich habe so ein komisches Flutlicht hier quasi angemacht. Also ich werde die ganze Kick von der Seite bestrahlt. Das ist echt ein bisschen unangenehm. Aber hey, ist alles gut. Schön, 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 dass es dir gefällt. Ja, Walts Lieblingsartikel. Ich muss seinen Herzenswunsch herausfinden. Framed after he saw the boost in traffic the Haven got. West Virginia, Basswood is his Mountain blood Mama. and soul. Wouldn't surprise me if he set it as his password. Ja, brauche ich auch, definitiv. Aber es ist halt eine ganz typische PlayStation 4 Kamera, die ich hier habe, die ich mit einem PlayStation 5 Adapter an meine PlayStation 5 angeschlossen habe. Aber so ein Ring wäre echt nicht verkehrt. So, versuchen wir es nochmal. I need the password. Ja. Versuchen wir es nochmal. Das ist nicht dein Herzenswunsch. And I'm in. Ah, doch? Let's see what secrets Okay. you got in here, Walter. Ich bin jetzt ein bisschen, bisschen perplex, dass es so leicht gegangen ist. Gut, 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 gut. Ich glaube, so sollte ich immer streamen. Man sieht mich richtig gut. Okay. Posteingang. Gucken wir mal, was er. Best Mitchell. Hilfe. Okay. Lesen wir erst einmal. Bess, ich wollte dir erneut aus tiefstem Herzen für deine Hilfe danken. Du bist eine Gelehrte und eine Heilige. Wie es aussieht, habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht.
Danke, dass du mich beruhigt hast. Und was hat Bess vorher geschrieben? Weil das ist nämlich jetzt, am gleichen Tag haben die es geschrieben. Hier ist der Bericht zu Nicks Unfall. Du hast schon eine ganze Weile nicht mehr nach so etwas gefragt. Nichts wirklich Interessantes, nur ein weiterer trauriger Tag im Straßengraben. Die Straßen West Virginias nehmen uns mehr gute Söhne als Waffen. Okay. Mostly standard so far. By the book. I see why Walter wasn't worried. Okay, lesen wir es mal. Ja, also Nicholas ist gestorben. Nick, unser bester Freund. Mit 35. Kein Alter, ne? Unfallhergang. Auto an einem Baum gefunden, von Trümmern umgeben. Feuer brach beim oder nach dem Aufprall aus. Der Wagen brannte mit Nicholas Waldron auf dem Fahrersitz aus. Reifenspuren und andere Spuren legen nahe, dass der Fahrer von einem Tier erschreckt wurde und mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen ist. Der Fahrer war vermutlich angetrunken. Naja. Aber er ist eigentlich nicht so der Trinker gewesen, habe ich mir sagen lassen. Beziehungsweise nicht, wenn er Auto fuhr. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. Ja. And he always kept his window open. Airbags ausgelöst, Sicherheitsgurten nicht angelegt, Fenster geschlossen. Das Feuer brannt. Der Fahrer war vermutlich betrunken und hat vergessen, nicht anzuschnallen. Ja, wie gesagt, er ist zumindest laut Erzählung dafür bekannt, nicht so unverantwortlich zu sein. Das Feuer brannte einen kleinen Bereich um das Auto nieder, breitete sich jedoch nicht aus. Es ist ungewiss, ob der Fahrer den eigentlichen Unfall überlebt hat und erst durch das Feuer ums Leben kam. Stumpfe Gewalteinwirkungen, das Einatmen von Rauch oder Verbrennung sind alles mögliche Todesursachen. Schauen wir mal weiter, ne? The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. Tatsächlich, sehr komisch. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. I think it's time I check Nick's office. Hope he still leaves his notes out. Also ich kenne ja halt Nick ja nur aus den ganzen Erzählungen, aber so wie er halt erzählt wird, ist er halt irgendwie ein verantwortungsvoller Dude gewesen, der so einen Mist nicht gemacht hätte, betrunken Auto zu fahren und sich nicht anstellen würde. Also das ist halt, ne, so eine Sache. That was just after Anna came on. And we really were a small clan. He loves all his first editions, but Alice in Wonderland always came out on top. Aha. Habe ich auch bei mir im Regal, Alice im Wunderland. Gucken wir uns mal Nicks Büro an. Nicks Platz kann natürlich nur da sein, wo es um Pac-Man geht. So. Mein Namensschild ist sogar hier. Wow. Walter always treated us like family. Das war mein Platz gewesen. Also nicht meiner, sondern der von Sam, aber ja. Das ist nächster Platz, genau. Haftnotizen, okay. Valid Was haben wir hier? question. Still not sure. What would you say you do here? Okay. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Ja. Also ich kann es nicht bestätigen, ich habe wieder noch, aber nur. I want to go home. Ja, Leute, ernsthaft. Was sind das für Heulsusen-Zettel hier in der Wand? (23:49) nicht Nick's vergessen. handwriting. Always paranoid about forgetting things. Okay, mehr ist hier nicht. Ein Regal, was haben wir denn hier? If I had the code, I could get in here. Vielleicht, haha, es ist keine Uhrzeit, Leute. Das ist vielleicht das ist
Meinst du? Also ich find das gar nicht mal so schlimm. Es geht eigentlich. Ich muss ihn, ja, absolut, also wirklich. Man merkt es auch gar nicht. Es ist auch gut, wenn man so nachdenkt, ja, das ist immer mal ganz gut. Es stört auch nicht beim Essen oder so. Also tatsächlich habe ich eher Probleme mit meinem Schnäuzer, den ich tatsächlich eigentlich auch sehr gerne mag. Also ich habe gern Schnäuzer, also gerne insgesamt hier alles in, du weißt ja, ne, wie ich das gerne mag. Ich habe gerne immer komplett gern Bart. Tatsächlich finde ich auch diese sehr langen Bärte sehr cool, diese getrimmten, gepflegten. Diese Holzfällerbärte finde ich mega stylisch, aber es ist so ein Aufwand und ich bin tatsächlich zu faul, mein Bart dahingehend zu pflegen, dass er am Ende so aussieht, obwohl ich wirklich so Bock auf so einen Bart hätte. Nur Probleme beim Essen und beim allen anderen habe ich nur mit dem Schnäuzer, weil entweder wenn er zu lang geworden ist und ich ihn halt nicht lang getrimmt habe, dann kann es sein, dass hier die Barthaare mir beim Kauen mit in den Mund kommen. Das ist ziemlich nervig. Oder es kann aber auch sein, dass die Barthaare mir in der Nase kitzeln, was auch mega nervig ist. Ähm, deswegen rasiere ich mir tatsächlich doch eher den Schnäuzer meistens weg und lasse das hier unten immer noch ein bisschen dran. Aber ja, es stört tatsächlich nicht so sehr. Es ist auch kein irgendwie drahtiger Bart oder irgendwie borstig oder sonst irgendwas. Nee, ja, weich, flauschig, also das geht einigermaßen. Er piekst nicht, sagen wir es mal so. Ich sag, das ist die Kombination für den Safe, denke ich mal. 23:41, es muss keine Uhrzeit sein. It was a good guess. Just need to Ah, wait. Mist. Das hat sogar sehr gut I should keep geraten. looking. Erntehelfer. Nick's computer is missing. Hm. Took it home to work or stolen? The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Hm. Ein altes Foto von uns. I don't need everyone staring at me. Mist. Eigentlich, ich dachte, umdrehen heißt, er dreht das Ding immer um zu gucken, ob dahinter was ist. Shit. Hier sind ja keine Zahlen mehr, also Kombinationen. Die Schublade lässt sich nicht öffnen. Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. Hm. Nick's computer is missing. Ja, ist die Took it home Frage, to ne? work or stolen? Fehlender Laptop. The only thing Foto she cared about betrachten. then was looking at bugs and drawing them. Kann nicht alles gewesen sein, Leute. Tagebuch. Jetzt kann ich da plötzlich reingucken, oder wie? Ja, das heißt 31, 21 sein, oder wie? 4 digits. Wonder if that's the new code for the archives. 31, 21. Versuchen wir es einfach mal. Wir haben nicht viel zu verlieren, ne? 31, 21.
obsessive snooping pays off. Sehr gut. Dann schon mal nach. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? Sprunghafter Anstieg der Abschlussigkeit nach Stilllegung der Mine völlig normal. Kurve flacht im letzten Jahr etwas ab. Erholung, Zahlen sehen gut aus. Trend oder Ausreißer, brauchen mehr Nick was looking Datenpunkte. into the impact the closure of the mine had in Basswood. What was he looking for? Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something. Or someone. Nach Florida? Okay. Nick had a contact. Same name as in the email. It Die. was onto something big. Aha. Mit die. Nervöser Typ, könnte aber was Nützliches wissen. Zweites Treffen mit die. Das ist tatsächlich eine Spur vorausgesetzt. Das hat nicht nur Quatsch erzählt. Wer sich mal an gruseligen Orten treffen, hat vielleicht zu viele Filme gesehen. Ja. Hallo. Mit dem musste ihn zum Frühstück einladen und er sagte, dass wir uns nicht mehr treffen können. Scheint eine Sackgasse zu sein. Dachte, ich hätte ihn verloren. Gut, dass er wieder reden will. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Nein. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits. I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, Is listen he... to me. Oh, yeah, man. Anna, I did not kill Dennis. Oh my god, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Ja. Okay. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. Ey, komm, You Junge. trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right. Showtime. Ja.
car. It barely looks like anything happened. It's been a week, but we'll find something. I know we will. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready. For sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean you're over-focused to the point of non-reactive thing? I remember. Especially how you always end up being right, somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. This is the place. Er sagt, wir haben ein Tier ausgewichen. Vermutlich, laut Bericht. Nick, I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. Die Stelle ist ein bisschen ausgebrannt, wie Sie sagten. Debris from Nick's car. The police didn't clean up very well. Nee, hat sich nicht Mühe gegeben. Verkohlte Baum. The bark got badly burnt. Must be where Nick crashed. The car went up like kindling. It was pretty intense, judging the damages to the area. Wie gesagt, es sollte ja nämlich ein Tier ausgewichen sein. Two of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? The fire shouldn't have been able to spread that far. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. Keine Bremsspuren. These road signs are intact. Not a scratch on them. No skid marks. No trace of sudden braking. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. Da, wo ich gerade die Kamera habe, kriege ich die ganze Zeit wahrscheinlich so Aufploppungen. Ich muss das mal kurz einmal ändern. So, besser. Macht natürlich keinen Sinn, dass ich da oben irgendwelche Hinweisdinger da kriege und ich. Ja. Gibt es hier noch irgendwie was? Irgendwelche Spuren? Weil es wurde ja gesagt, irgendwie gab es ja einen Bildwechsel. Ah. Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. Huh. Nee. Okay, das Spiel sagt, ich muss da bleiben. Da kann ich nicht noch irgendwie groß was verfolgen. Ist ja auch irgendwie verkohlt, ne? Ich habe schon genug Hinweise gesammelt. Ist das Spiel ja jetzt okay. Wir haben genug Spuren.
best to leave her alone. It's a lot to take in. Lassen wir sie mal. Da könnte noch ein Hinweis sein. Ah, hier ist noch was. Hier An animal came through here. Maybe that's what surprised Nick. But the tracks don't reach the road. Nee. Ja gut, kann ich nicht eindeutig identifizieren, ne? Aha. A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. Okay. That's all the information I need. Time to put everything together. Dann wollen wir mal den Gedankenpalast à la Sherlock Holmes. The report states Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. And drove through a road sign before crashing into a tree. Things don't add up. Nee. Er verlor Flüssigkeit, Benzin. Er war nicht angeschnallt. I need to find out what really happened. War er bewusstlos oder beim Bewusstsein? Ich würde eher sagen, er war bewusstlos. Wäre so meine Vermutung. Nee, er ist nicht gegen das... How could the signs have burned during the crash then? In dem Benzin halt ausgelaufen ist, ne? The road signs were damaged. 2 of them torn and burnt. Ja. Ich würde ja gerne was auswählen, ne? Also ich gehe davon aus, dass...
Hm. Was soll denn das sein? Er knallte halt dagegen. Bei einem Tier knallt er auch dagegen. Also es war nichts. Only one simulation fits the Ah. evidence. The police report was wrong. Mhm. Mhm. Ja, ganz, immer so ganz stylisch, ne? Ich kann sagen, bei der Entfernung wird es locker ausgehen, das Streichholz. Wer bist du? Wer ist der Mörder? I thought you quit. I did. So, did you find anything? Nick, he was murdered. I'm sorry, I don't... The police report was clearly wrong. Fucking... Anna? Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. Okay. What? Are you all right? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Someone broke into your house. Was ist da los in diesem Kuhkaff? Okay, so, about Dad. Don't tell him what we found. Please. It'd just worry him for no reason. How are you holding up? After finding out what we found out. I'm guessing about as well as you. Not great. Let me go calm my father down. I'm pretty sure he's ready to call the National Guard. Anna, Maybe give her a few moments with Joe before you barge in. Also, take a few moments for yourself as well. You used to live here, and now some other guy, Nick, of all people, was living here. With her. Things are different. She's different. You're different. Hm. is she? She's just like I remember. Everything about her. Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you can never go home again. Oh, mehr kein Stress, ne?
Ja, habe ich mal mit ihr gewohnt. War das ja okay, ne, was ein bisschen Last time I was here, I was shoving weit way vom too many Schuss, ne? boxes into a trunk that couldn't fit them all. He had to get a new one after the accident. Must have been very expensive. It's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm at the doctor's more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. You know, Anna, Joe's pretty sharp for an old man who can't walk. That's right. And Sam here's got a good mind for a fool-headed kid. Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just bellyaching. It's your house. Your rules, I'll leave you to it. Thank you. Though before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave and she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not here. Joe, I don't know. She's all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. Ach komm. I still can't hide anything from you. Sam, don't. I won't lie, Joe. There is something going on. It could be dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed up in it. All right. I'm trusting you on this. I'm not some kid. I decide what I get mixed up in. You can't blame me for looking after you. I just didn't want you to worry. You're both so patronizing. I'm heading inside. See how bad it is. I need to get in there eventually. But maybe I should look around the property first. Ja, schauen wir uns hier mal ein bisschen ne? It's Bugs. She probably brought it over one time when she came with Nick. It was great to come back from work, sit down, and read until the sun went down. Ja, so ein Pavillon hat schon was. Anna and I spend our nights out here, trying to find all the constellations. Hier ist nichts mehr, okay. Weil es nett neben dem Fluss. Ist der Fluss nur so leise, weil ich das... Der Fluss macht keine Geräusche. Der macht keine Geräusche. Was ist das für ein fließendes Gewässer hier? Farbeimer. Anna never got rid of this sign. I think the happiest I ever saw Anna was the day she bought this place. Ja, aber richtig stilles Wasser. Also das hat mich jetzt echt irritiert, dass das Wasser kein Geräusch gemacht hat. Ah, also nicht wieder so ein hässlicher Pulli, den du nicht magst oder sowas? I want
You're mine. I own you now. It might be 200 years before it's paid off, but it's mine. So, when can I start moving my own stuff in? After you finish carrying all my stuff in. Sure, but that means I get to choose which side of the bed I'm sleeping on. What? No. You're gonna sleep on the side closest to the door. Why's that? So if someone breaks in, you can fight them off. And maybe because I like being near the window. Somehow I feel like it's entirely the second thing and not at all the first. We can talk about all this after my stuff's inside. But all your stuff's so heavy. Which is why I need your help. Don't slack, Sam. This house isn't gonna decorate itself. And I want you to be part of that. Gardenhütte. Das Wasser echt kein Geräusch macht, ne? Das irritiert mich so dermaßen, weil ich gewohnt bin, dass Wasser Geräusche macht. Ja, also ich gehe davon aus, dass es einfach irgendwelche Fahrzeugspuren sind, weil Joe, ihr Vater, war ja auch gerade eben hier gewesen. Waldweg. Man ist ja schon irgendwo ein geiles Haus, ne? Ein bisschen vom abgelegen hier. Das hat schon was irgendwie. Man hat ihre Ruhe, ne? Keiner nervt sie hier so wirklich. Aber dich hört ja auch keiner, wenn was los ist. Eine Rollstuhlrampe. Sent from a mourner. Anna probably couldn't handle taking it inside. Shattered glass. This is how whoever it was broke into the house. Ja, komm, lad mal ein bisschen schneller. Okay. Anna is not well. This time, at least, try to be there for her. Anna? Anna, are you okay? I'm gonna go out on a limb and say no. She needs you, buddy. Needs me? I don't even think she knows. Ah, da wollte ich sie doch gar nicht What am I machen. supposed to do? Something. Anything. It's the thought, the Ja, effort. ist auch egal. Get her a drink. Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. But I guess I've heard worse ideas. She kept the drinks in the kitchen, in one of the pantries. So, die kann man noch mal anders nochmal ausrüsten, ja, ausrichten. Ja, also ich glaube doch, da war ganz okay gewesen. I've never even had my car broken into. It's hard to imagine how she feels. Ja, holen wir mal was zu trinken. Sehen ein funktionierendes Glas. She's not gonna want something cold. Always said cold drinks are for parties. Ja, mal hier was Warmes.
Tee, Kaffee, Kakao. Making a drink for Anna would be a good way to show her you're here for her. She normally keeps some drinks in the pantry. It's been a while, Sam. Things have changed around here. You feel like looking at old keepsakes? No. Ah, Ah, here's where she keeps the drinks. Limettensaft, Whisky. Nee. She used to drink this every day in middle school. Brings her back to being 10. Dann nehmen wir das doch einfach mal. Ist doch nicht schlimm. Schön On the bright Schokogetränk. side, I don't think it's possible to make her feel worse. You're not helping. Yes, I am. Yes, you are. Thanks. Ich bedanke mich auch ab und an bei meiner schizophrenen Persönlichkeit. Danke, dass du für mich da bist. Ist das Getränk jetzt fertig? Habe ich das jetzt irgendwie bei mir? Oder war es jetzt irgendwie ein Fehlschlag? Chocolate helps everyone feel better. That's sweet. I'd assumed you'd already gone to look around and I don't know. Ich weiß nicht, bei einer schwarzen Frau sagen würde, dass man sich mit Schokolade immer besser fühlt. Oder dass sich jeder mit Schokolade besser fühlen würde. Sam, Naja, you should distract aber gut, Sam, ne? talking and thinking about anything Ja. else. My stuff, everything is trashed. Is this like the worst coincidence? Or is it related to Nick's death? Did his murderer break into my house? God, I can't help but being pissed at Nick for being dead. It makes no sense. It's all just a lot. I used to feel safe here, and now, sorry, I just... Thanks, Sam. It's all right. A lot has happened in the last few hours. Trink du mal den Kakao, ne? Dann schöne Schokolade. Ich schmeiß mal hier um. Anna always wanted to take me to concerts. They were just never my thing. Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. Wieder eine Erinnerung. Sam, what are you doing? Arbeiten. I called for dinner like a dozen times. It's gonna get cold. I am not your mom, you know. Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. Hallo, red doch mal mit ihr. Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done waiting for you. Okay. Was ein Arsch. Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go. Ich kann verstehen, dass sie ihn verlassen hat. Anna always was more interested in people than cold hard facts. Jedes Jahr präsentiert die Greenmount Grundschule das Talent junger Kreativer in einem Kunstwettbewerb. Inmitten eines Dschungels an Kreativität fiel mir ein Werk besonders ins Auge. Eine Art kryptozoologische Figur, deren wahre Natur mir verschlossen blieb. Unfähig wie ich war, das Papier zu durchdringen,
kam mir der junge Timothy Brown zu Hilfe. Es ist interaktiv, sagte er und deutete auf eine Unebenheit. Sie müssen es auseinanderfalten. Schicht um Schicht wurde ich eines Wunders gewahr. Die Figur wich einer Karte von Basswood. Wenn Sie glauben, schon alles gesehen zu haben, dann nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und schauen Sie sich an, was die neue Generation zu bieten hat. Sie werden überrascht sein, ich für meinen Teil war es. Not surprised Anna keeps this letter. I'd keep it too. Liebe Miss Miller, mein Papa sagt, wenn jemand sehr nett ist, dann muss man ihm einen Dankesbrief schreiben. Also hoffe ich, dass Sie meinen mögen. Ich möchte Ihnen ganz, ganz doll dafür danken, was Sie über mich geschrieben haben. Ich weiß nicht, warum Sie glauben, dass meine Zeichnung es wert war, darüber zu schreiben, und alle anderen nicht. Ja. Aber es war sehr nett von Ihnen, dass Sie das gemacht haben. Mein Papa hat Ihren Artikel an den Kühlschrank gehängt und meinen Namen eingekreist. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ein paar Leute hingegangen sind und es sich angesehen haben und dann enttäuscht waren. Aber vielleicht waren sie es nicht. Wenn wieder ein Kunstwettbewerb stattfindet, sage ich es Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Timothy Brown. Anna would pace around the house for Ja, hours, stimmt, ja. then sit down and Hast du schon write erzählt, articles ja. in Ich one hab mich go. verklickt, Junge. Cheesy action movies, dark thrillers, and human rights. The melting pot of Anna. The Melting Pot of Anna. Mhm. I got this for Anna's birthday after she mentioned wanting to travel more. Oh. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. This feels like the only part of the house I recognize. Whatever punk broke in here wrecked it. Ja, irgendein Punk war das gewesen. There. Good thing it's intact. It's about the last thing Anna has of her mother. Musiknoten, okay. I don't think she ever forgave me for saying I didn't think they sounded better. Immerhin, das haben wir ein bisschen hier aufgeräumt, ne? Nur das, ja, nur die Ecke räume ich auf. Okay, Anna. Den Rest machst du selber. So. Schauen wir uns mal hier weiter um. Brauchen wir Bilderrahmen? Scheiß Gefühl, Junge, was? Ja, passt schon. So, wir können gleich nochmal nach oben gehen, aber ich habe hier noch nicht alles geguckt. Vortragen wollten wir ja nicht. Even when he messed up, Nick always found the right words. Es tut mir leid wegen gestern, du hast recht, ich war distanziert. Die Dinge waren in letzter Zeit ziemlich chaotisch auf Arbeit. Du musst mir nicht verzeihen, aber für den Fall, dass du mich zu einem Konzert einladen willst, lasse ich diese beiden einfach hier. PS, vielleicht sind noch ein paar Pepperoni-Rolls im Kühlschrank. Anna's favorite band. Die Placeholder. Smooth as always, Nick. Ja. Anna always wanted to visit France. But life is just too strange for me there. Ja, gut. Für uns Deutsche ist Frankreich halt auch ein sehr verrücktes Land. Anna always has trouble thinking when there's weird noises going on. To be fair, most people do.
Like that. Whatever that is, it'd be smart to find it and shut it off. I know you want to help her by finding out what happened. Right now, though, Okay. stay focused on Anna. She needs to know she's not alone. Kann ich mich irgendwie hinsetzen? Was will das Spiel noch von mir? Irgendwas vergessen? Wenn dann eine Möglichkeit, Anna zu trösten. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, sie zu trösten. Good thing it's intact. It's Yeah. about the last thing Anna has of her mother. Anna, können wir irgendwie reden? Anscheinend nicht. Ist da noch irgendwie was? Anna Die has to be Arztrechnung helping her dad halt. out with these. I'm not sure it's enough. Ah, Anna always has trouble thinking when there's weird noises going on. To be fair, most people do. Like that. Whatever that is, it'd be smart to find it and shut it off. was denn für ein Geräusch? Ich höre kein Geräusch. Ich höre kein Geräusch. Ah. Who takes the time to have a drink in the middle of a break-in? Ein sehr durstiger Einbrecher anscheinend. Ja, welches Geräusch soll ich denn nicht abstellen? Ja. Das war im Ernst. Welches Geräusch soll ich hier abstellen, Leute? Ich bin ja extra nach oben gegangen, weil ich dachte eben, das wäre halt da wird halt das Geräusch herkommen, aber das Spiel sagt ja, nee, 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 du gehst nicht nach oben. Ja, welches nerviges Geräusch denn? Ich will herausfinden, wo es herkommt. Ich höre aber kein Geräusch, kein nerviges Geräusch. Das ist totenstill. Und ich habe jetzt hier schon die Lautstärke erhöht. Kann das Ding nicht irgendwie öffnen? Nee. Ah. Türen kann ich auch nicht aufmachen. Ich kann ja theoretisch nicht mehr hier raus. Nach oben darf ich auch nicht. Ich versuche es aber sonst gleich nochmal nach oben. I don't think she ever forgave me Ja. for saying I didn't think they sounded better. Ja, mein Beileid, ne? Aber mir egal. Anna would pace around the house for hours. Ja, then alles sit down gut. and write Weil es her ist ein, articles anscheinend ein in one go. Geräusch, was dann nervt. Anna always wanted to take me to concerts. They were just never my thing. Briefe.
I got this for Anna's birthday after she Ja, mentioned wanting to travel more. hat sie anscheinend ja nicht gemacht, ne? Ey, ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, was das Spiel gerade von mir möchte. So, gehen wir kurz nochmal zu Anna. Hm. Ja, aber das, ich versuche es nochmal nach oben zu gehen. Es kann nicht sein, dass hier unten nichts mehr passiert. Nee, ich kann nicht nach oben. Ey, was ist das jetzt für ein Kack? Anna always has trouble thinking when there's weird noises going on. To be fair, most people do. Like that. Whatever that is, it'd be smart to find it and shut it off. Welches Geräusch? Welches Geräusch hörst du denn? Bug oder was? Ah, jetzt einfach kann ich hier klicken oder was? Finally, there. Da war kein Geräusch gewesen. Will das Spiel mich gerade irgendwie natzen oder was? Ach, schön, dass sowas Triviales wie Jalousien gewesen ist. Try talking to Anna about all this again. And remember, go in slowly. Ja, Mann. Hey, are you feeling better? Yeah. Thank you, Sam. Sorry, I just kind of lost it for a second there. Yeah. I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support right now. I mean, it hasn't been an easy week, you know? And I've got the feeling it isn't over yet. It's going to be okay. I'm not as sure as you sound. Nick's dead. My house is trashed. Well, you did sound a bit hollow. This whole thing is a mess. But honestly, it's been a mess for a while. Like, everything was fine, you know? Nick moved in, it was nice, but lately he just closed himself off. He'd been gone most nights. At the bar or the fishing shack. Come home late, refusing to talk about his work. It got unbearable. It was almost like I was living with you all over again. It doesn't feel good, but she needs to get this off her chest. Don't be too harsh on her. You're right. I shut you out, and I'm sorry. The past is the past. None of what's happening now is your fault. I'm just lashing out. It's just having you in the house, it's bringing back a lot of things. We had a good time. So many memories here, both bad and great. Ja. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident. The mine investigation. Your proposal. I still feel horrible about how it all happened. But you understand why I said no, right? Face it, Sam. If you had paid attention, you'd have known she wasn't going to say yes. You didn't want a ring. You told me before. I thought it was what you're supposed to do. I thought maybe it'd save us. That's a nice thought. I feel like you're listening now. And I thank you for that. You know? It ended so abruptly, you and I. I don't think I ever took the time to really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick. If my relationship with him was as doomed as my relationship with you.
The way Nick closed himself off to me the last few weeks. Maybe it's just me. Maybe I can't bear to live with someone, to truly share my life, to make compromises and all that. She's feeling guilty about what happened. She shouldn't bear that burden alone. It wasn't your fault that Nick closed himself off. No one makes someone distant, especially someone like Nick. It must have been on his side. He was dealing with something dark. I know that's why I closed people off. I never spoke to Nick again after leaving town. It doesn't matter anyway, now does it? He's dead, and whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this, no matter what we find. What about you? Yeah, I mean... Ja. You can count on me, Anna. We're in this until the end. That's good. That's really good. Let's see this to the end, and, well, we'll see what happens when we get there, right? Whatever happens, we're in this together. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Let me make sure I'm done crying and all that. Take your time. I'll tell you if anything's wrong. Thanks, Sam. So, aber da machen wir nächste Woche dann weiter. Ja, das war ja ein sehr schöner Stream. Hat mir Spaß gemacht. Also, wir sind in der Story gut vorangekommen. Also, glaube ich zumindest. Wir haben herausgefunden, was mit Dennis passiert ist. Dennis ist eiskalt abgeknallt worden, erschossen worden. Wir haben erfahren, dass Nicks Tod kein Unfall war, sondern er anscheinend auch ermordet wurde. Und bei unserer Verflossenen, bei unserer Ex-Freundin Anna ist tatsächlich eingebrochen worden. Also das ist doch eine Kette an Ereignissen, die ja, Lust auf mehr macht. Ich finde, die Neugierde weckt und auch das Interesse. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Donnerstag, 20:45 Uhr geht es ja weiter mit Twin Mirror. Nächste Woche Dienstag, wie immer, Diablo 3. Da hoffe ich, dass ich da auch mit besserer Laune wieder sitzen werde, wie ich es heute getan habe. Also ich hatte heute richtig gute Laune. Und ja, danke an meine Lockerin, dass du da warst. Das fand ich sehr, sehr schön. Samstag werde ich beide Streams, Diablo 3 und auch Twin Mirror, auf meinen YouTube-Kanal hochladen. Ich wünsche euch erst einmal einen schönen Rest Donnerstag. Ja, lasst euch nicht ärgern von wem auch immer. Und ja, genau, bleibt sauber. Und ich hoffe, nächste Woche geht's dann weiter. Bye, bye.